Ich habe vor kurzem die alten God of War Teile noch einmal gespielt und festgestellt, wie viel besser ich sie finde als God of War Ragnarok zum Beispiel. Ich hatte ja wirklich Spaß mit letzterem und es hat nicht umsonst um meine persönliche Platzierung als Game of the Year gekämpft. Aber mein Herz gehört jenen Videospielen, die ihren Fokus merklich auf das Spielen im Wort legen und weniger auf Video. Sie können immer noch eindrucksvolle Grafik und Zwischensequenzen haben, fühlen sich dabei aber nicht so an, als würdest du einen Film durchspielen. Richtig angefangen mit der PS4-Ära, auch wenn die Wurzeln zweifelsohne bereits auf der PS3 und Xbox 360 Fuß gefasst haben. Sieht man inzwischen gefühlt nur noch diese bildgewaltigen Third-Person-Blockbuster, die ein völlig anderes Spielerlebnis bieten. Eins, das ich nicht immer und immer wieder spielen kann, im Gegensatz zu einem God of War 2 oder 3. Die Retro-Generationen sind jeder das Sinnbild einer ganz eigenen Ära. Auf der PS1 und dem N64 musste gefühlt jeder erst einmal lernen, wie man Spiele überhaupt macht. Alles wirkt sehr improvisiert, technisch sowie inhaltlich. Und auch in beiden Bereichen merkt man die deutlichen Schwächen. Man hatte aber ein Mehr an Ideen, die man einfach umsetzen wollte, auch wenn es ein Großteil davon nicht geschafft hat, Fuß zu fassen. Sie hatten das Herz aber am richtigen Fleck. Besagte Ideen wurden auf der PS2 und Xbox noch verrückter und man versuchte sich vom Rest abzuheben, indem man alles so sonderbar wie möglich machte. Neue Franchises entstehen und gehen richtig durch die Decke. Entwickler wissen inzwischen, was sie tun und die Studios gehören einer tatsächlichen Branche an, anstelle mit ein paar Kumpels aus der Garage heraus zu agieren. Also verlagert sich der Fokus und man verbessert die Grafik, die Steuerung, sodass wir auch endlich eine weitestgehend standardisierte Controllerbelegung bekommen, die man intuitiv in nahezu jedem Spiel bedienen kann, unabhängig der aktuellen Plattform. Mit PS3 und Xbox 360 wechseln wir dann in die wahrhaftige Franchise-Ära, in der Fortsetzung wie Halo 3 mehr durch die Decke ging als seine Vorgänger. Gears of War vorgestellt wird und 3 Spiele in dieser Konsolengeneration erscheinen. Assassin's Creed kommt sogar auf 7, 3 Bioshock-Teile, 3 Uncharted, 3 Dead Space Games. Saints Row kommt nochmal auf 5. Und wenn man nach den Höhepunkten dieser Reihen sucht, wird man sie nahezu immer genau hier finden. Eben auch die Zeit, in der God of War auf der PS2 seinen Anfang nahm und man merkte einfach, dass Sony hier mit den Trends der Zeit gehen wollte und das Ganze so cineastisch aufbaute, wie die zunehmend mit CGI vollgepackten Kinofilme. Und nun sind wir in der PS4 und 5 Ära und man hat diesen Kinogedanken noch weiter getrieben. Selbst in denselben Franchises von damals, die jetzt einen völlig anderen Ton anschlagen. Gefühlt konzentriert sich speziell im AAA-Bereich jeder nur noch darauf, die besten Geschichten zu erzählen und den Spieler irgendwie dafür mitzunehmen, anstelle ihn das Ganze tatsächlich steuern bzw. spielen zu lassen. Und ich liebe ja storygetriebene Spiele an sich, aber die Form, die diese Art von Games angenommen hat, zeigt inzwischen deutliche Abnutzungserscheinungen. Beziehungsweise man sieht ihre nahe Verwandtschaft, egal ob man mit Kratos, Aloy oder Peter Parker spielt. Die Geschichte steht im Fokus, wird vorangetrieben mit vielen eindrucksvollen Zwischensequenzen. Wir schauen den Charakteren in Third-Person-Manier über die Schulter, wie eben ein Zuschauer, und sind in im Schnitt 25 Stunden mit dem Nötigsten durch. Alles Punkte, die irgendwie überschatten, dass es eigentlich um das Spielerlebnis gehen sollte. Ich denke nicht, dass ich das 2018er God of War jemals erneut spielen muss. Wohingegen ein God of War 1 oder 2 bereits mehrfach in der Konsole zum Durchspielen gelandet sind. Die Teile machen Spaß auf einem Level, das ganz easy immer und immer wieder zum Spielen einlädt und trotz seiner damaligen Bildgewalt fühlt es sich doch durchgängig wie ein Spiel an. Nicht wie eine unglaubliche, mitreißende, aber eben kinoartige Erfahrung. Zu PS2 und definitiv dann zu PS3-Zeiten haben Zwischensequenzen erst so richtig Fahrt aufgenommen, wo man sie aber noch rationiert benutzte. Primär als Übergänge von Kapitel zu Kapitel oder in einen anderen Levelabschnitt. Gewissermaßen wie ein Ladebildschirm. Eine kurze Erklärung, die die erlebte Handlung noch schnell rund macht und erklärt, wie man an den nächsten Punkt gekommen ist und warum. Heute passiert die Story durchgängig, auch während des Gameplays, wodurch viel vermeintliche Spielzeit dafür drauf geht, dass man durch die Gegend spaziert und einem Gespräch lauscht. Deutlich schlimmer als jede Zwischensequenz. War ja irgendwann mal ein cooler Ansatz.
Meine liebste Szene in The Last of Us passiert in so einer Ruhephase. Aber inzwischen nervt es mich die meiste Zeit, weil es so verdammt oft passiert. Zeit ist natürlich auch ein Kernfaktor. Ich habe inzwischen weniger davon, also würde ich sie auch gerne zum Zocken nutzen. Filme gucke ich eine Etage tiefer auf dem Sofa. Da muss ich auch nicht X drücken, um mich durch eine enge Felsspalte zu quetschen. Klar, all diese neuen Spiele hinterlassen einen Eindruck. Wenn ich an The Last of Us 2 denke, will ich gar nicht wissen, wie lange mich das Game noch nach dem Abspann beschäftigt hat. Gewissermaßen tut es das heute noch. Aber das war der erste Spieldurchlauf. Wie sehr zieht es dich die Geschichte, die du bereits kennst, mit all ihren überraschenden Wendungen und ihrem Drama erneut zu erleben? Dieselben zusammengenommenen stundenlangen Zwischensequenzen erneut anzusehen, denselben Spaziergang-Dialogen zu lauschen oder irgendwelche Gebäudekomplexe zu scannen, damit es weitergeht. Inzwischen hält mich sogar selten der erste Spieldurchlauf noch richtig bei der Stange, weil das Basisrezept kopiert und eingefügt ist und ich es bereits zur Genüge kenne. Kein Wunder, dass diese Halte X zum Überspringen Anweisungen immer attraktiver werden. Natürlich war die PS3 und 360-Ära nicht perfekt und unterlag genauso ihren lästigen Trends wie ein Übermaß an Quicktime-Events, ein Mangel an Farben, Bewegungssteuerung. Wenn ich mir aber die heutigen Probleme ansehe, haben die Games damals eine deutlich zufriedenstellendere Balance gefunden. Sie waren bildgewaltig und filmreif, aber trotzdem noch interaktiv und spaßig zu spielen. Die Szenen, die sich mir aus dieser Zeit unvergesslich ins Gedächtnis gebrannt haben, waren nicht die Cutscenes, sondern die Mammutsequenzen, die ich tatsächlich spielen und steuern durfte. Auch wenn ich nicht bei jeder Tür ein Quicktime-Event gebraucht hätte. Es hat sich gut angefühlt, die Kontrolle über das Spiel zu haben und zu behalten, anstatt sie ständig entrissen zu bekommen. Und damit meine ich nicht, irgendwem hinterherzulaufen, um das Gespräch nicht abbrechen zu lassen. Den Stick nach vorne zu drücken, ist keine wirkliche Interaktion. Weshalb Horizon Zero Dawn für mich auch noch einmal absolut unspielbar ist, weil ich die ganzen Anfangsstunden nie ein weiteres Mal ertragen würde. Auch ein Halo rührt man gerne nochmal an, wenn es ein linearerer, geradliniger Corridor-Shooter ist. Aber Halo Infinite? Noch mit seiner Open World obendrauf? Vielleicht macht das beim ersten Mal Spaß, aber dann ist halt auch gut. Reicht! Ich brauche dieselbe Formel nicht in jedem Spiel. God of War 3 kostet dich im Schnitt 10 Stunden. Der 2018er Teil schon das Doppelte und Ragnarök noch mehr. Plus, dass eine Open World natürlich auch immer optionalen Kram bereithält, der dir noch einmal ein gutes Dutzend Stunden obendrauf packt. Ist das die Richtung, die wir brauchen? Dass ein Spiel so viele Kapazitäten in der Entwicklung frisst, dass man in jedem neuen Release scheinbar nur die Optionen hat, sich auf den Singleplayer zu konzentrieren oder ein Live-Service-Spiel daraus zu machen? Zu PS3-Zeiten hat es noch für eine coole Geschichte gereicht, die gleich zusammenkam mit einem soliden, spaßigen Multiplayer, vielleicht sogar einem Koop-Modus. Wieso haben wir einen Punkt erreicht, in dem ich flehend auf die AA- und Indie-Entwickler schauen muss, um wieder spielfokussierte Spiele abzuliefern? Spiele, bei denen ich auch nach längerer Pause die Steuerung nicht verlerne, weil sie zum einen super simpel und intuitiv ist und nicht 20 Menüs erfordert und zum anderen, weil ich sie mir tatsächlich einprägen kann, da ich nicht alle 10 Minuten mit einer 10-minütigen Cutscene rausgerissen werde. Während die alten God of War Teile selbst bei Rätseln dieselbe Steuerung nutzen, bin ich im ein Jahr nach dem Hauptspiel erschienenen DLC für Horizon Forbidden West zum Verrecken nicht mehr reingekommen, weil das Spiel davon ausgegangen ist, dass du alles noch verinnerlicht hast und deswegen nicht das geringste Tutorial mitliefert. Ich spiele Videospiele, seit ich denken kann. Wie kann dieses Spiel so entworfen sein, dass ich essentielle Mechaniken nicht ruckzuck durchs Herumprobieren herausfinde? Anstatt nun also ein Gesamtpaket von Videospiel zu bekommen, mit einer Singleplayer-Kampagne, die man mehrfach durchspielen möchte und einem Multiplayer, der uns bei Laune hält, bekommen wir Geschichten, die wir zwar sehr lange Zeit nicht mehr vergessen, die wir gerade dadurch aber auch nicht noch einmal erleben müssen. Und von diesen reinen Multiplayer-Games rede ich gar nicht, die wollen, dass man sie am besten 24/7 spielt. Wir haben uns von einer gesunden, spaßigen Balance in zwei Extreme entwickelt, von denen, zumindest für mich,
beide nicht so recht funktionieren wollen. Und ich verstehe ja auch, wo das herkommt. Speziell bei God of War. Teil 3 war noch verdammt erfolgreich, aber mit dem Spin-off Ascension merkte man schon, dass das Interesse nachließ. Wenig verwunderlich, da die Ära vollgepackt war mit Games, die sich ähnlich spielten. Da war Devil May Cry, Bayonetta, Heavenly Sword. Spieler waren übersättigt. Da ist es nur natürlich, dass man versucht, ein Franchise weiterzuentwickeln, um es nicht zu verlieren. Dummerweise dauerte diese Weiterentwicklung 8 Jahre und in der Zeit ist die Übersättigung schon lange wieder abgeflacht. Das haben wir auch bei Concord gesehen. Wenn man auf einen Zug aufspringen möchte, aber so lange braucht, bis er den Bahnhof überhaupt verlassen kann, hat man den Hype einfach verpasst. God of War hat trotzdem noch gewaltige Erfolge gefeiert, aber zu Release 2018 war dieser über die Schulter Batman Arkham-Style auch schon gefährlich Mainstream geworden. Es gibt aber durchaus noch Studios, auch im AAA-Bereich, die die Balance hinkriegen. Platinum Games fällt da sofort ein, die gefühlt in jedem ihrer Spiele immer noch das Action-Gameplay an oberste Stelle setzen. Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising, Astral Chain auf der Switch, Nier Automata. Gerade letzteres hat ja einen so hohen Wiederspielwert, allein dadurch, dass es zig verschiedene Genres gekonnt in sich vereint. Ich wünschte, mehr Studios könnten ihre Identität so erhalten, wie Platinum Games es tut. Man weiß zwar, was man von ihnen zu erwarten hat und da enttäuschen sie auch selten, aber sie entwickeln sich auch trotzdem noch in ihrem eigenen Kosmos weiter, um relevant zu bleiben. Obgleich sich die Spiele wie Games aus der PS3-Ära anfühlen. Eben aber nur in den positiven Aspekten. Anstelle nicht nur die Kamera, sondern gefühlt auch gleich das ganze Genre innerhalb einer Reihe umzukrempeln. Selbst wenn man zum Entwickler Olymp gehört, wie Santa Monica Studios oder Guerrilla Games, die Einheitsbrei raushauen. So grandios der auch sein mag. Wie wär's denn mal wieder mit einem Killzone, das bis heute auf der PS3 festsitzt? Die Blockbuster-Games müssen und werden ja nicht verschwinden, aber dadurch, dass sie alle annähernd eine gesamte Konsolengeneration zum Fertigstellen benötigen, bleibt so viel Raum für AA-Titel, kleinere, experimentellere Titel, die vielleicht längst verlorene Spieler wieder reaktivieren. Der Mix aus, das fühlt sich an wie früher und das sieht aus wie heute, funktioniert hervorragend. Astrobot ist das beste Beispiel. Aber auch Unmengen an Spielen aus dem Indie-Bereich, die Genres wie Metroidvania oder Jump'n'Run am Leben erhalten. Wir können ja nicht nur auf diese Handvoll Megatitel warten, die sich letztlich alle gleich spielen und anfühlen. Wir brauchen einen gesunden Mix. Auch von den Industriegiganten. Und bitte hört auf mit dieser ewigen Grafiksteigerung. Ich habe richtig Angst vor der Unreal Engine 5 und wo uns die noch hinführt. Immortals of Aveum, oder wie auch immer man das ausspricht, ist gefühlt eine Unreal Engine 5 Tech-Demo, die zeigt, wie viel man gleichzeitig auf dem Bildschirm abbilden kann. Und das Ergebnis? Zu viel. Wenn Spieler früher ein Game gefeiert haben, haben sie einen neuen Teil bekommen. Die Änderungen waren vielleicht minimal, aber das war in Ordnung. Es hat sich nicht identisch zum Vorgänger angefühlt, aber auch nicht so anders. GTA 3, Vice City und San Andreas sind alle in einem Zeitraum von 3 Jahren erschienen und sie waren alle großartig. Das genre-revolutionierende Skyrim hat rund 3 Jahre Entwicklung gebraucht und seitdem ist das Studio so überladen mit seinen Aufgaben, dass Skyrims Nachfolger 2026 oder später erscheinen soll. Das sind 15 Jahre für ein Spiel, das die Leute einem nach der Popularität von Skyrim aus den Händen gerissen hätten. Fallout 4 erschien ebenfalls bereits vor 10 Jahren und der Nachfolger ist nicht einmal angekündigt. Das kann sich Valve leisten, die Spiele nur zum Spaß nebenbei entwickeln. Aber die sind auch die einzigen. Vielleicht müssten wir dann auch nicht jedes neu erscheinende Spiel komplett zerreißen, weil die lange Wartezeit unsere Erwartungen ins Unermessliche getrieben hat. Nenn mir ein Jahr, in dem Nintendo keine neuen Exklusivtitel für die Switch rausgehauen hat. Klar, nicht jeder Titel ist ein Super Mario Odyssey oder ein Breath of the Wild, aber jeder davon wurde mit Liebe entwickelt, man befeuert konstant eine gewisse Gaming-Vorliebe und das mit einer gesunden Portion an Abwechslung. Die warten kein Jahrzehnt oder mehr, rennen nicht der nächsten Grafik-Engine hinterher, schon gar nicht irgendwelchen Trends und sie versuchen auch nicht, das Rad komplett neu zu erfinden. Und selbst wenn es floppt oder hinter den Erwartungen zurückbleibt, Nintendo muss dann nicht gleich Studios schließen, Leute entlassen und Franchises einstampfen. Die zucken gefühlt nur die Schultern und versuchen es noch einmal.
Und hier zeigt sich auch, dass die schwächere Hardware ein Segen sein kann, weil die Entwickler sich von Beginn an limitieren müssen und ihre Zeit und Kapazitäten entsprechend nicht mit Fotorealismus und 50 GB an Zwischensequenzen verschwenden. Hier steht Spielspaß und Zugänglichkeit im Vordergrund, denn, wie auch schon bei der PS1, befeuern technische Einschränkungen die Kreativität. Ich vermisse die Spielerfahrung, in die man einfach reinspringt und drin ist und eine gute Zeit hat. Selbst wenn es nur mal 1 oder eine halbe Stunde ist. Selbst wenn man mal einen Monat oder 2 Pause macht und es dann erst wieder einlegt. Und an der Stelle sei auch erwähnt, dass die Schuld natürlich nicht nur bei den Entwicklern und Publishern liegt, sondern in großen Teilen auch bei den Spielern selbst. Wenn ich lese, wie viele Gamer sich darüber empören, dass Astrobot den Game of the Year Award gewonnen hat oder wie Balatro gefeiert wird, ist mir glasklar, dass viel zu viele Videospieler vergessen haben, was Videospiele eigentlich sind und sein sollten. Die cineastischen PS4 und 5 Games waren eine coole Revolution, die ich sehr genossen habe. Langsam wird es aber einfach Zeit für die nächste Revolution, damit wir in 10 Jahren auch auf diese Games zurückblicken können und sie genauso vermissen wie ein God of War 2.